Ja, hallo, hier kommt noch ein zweiter Teil von dem Video, eine Erscheinung. Und zwar geht mir das jetzt wieder seit mehreren Tagen durch den Kopf, die Situation und das Erlebnis. Und ich möchte nochmal betonen, dass es mir sehr wichtig ist, dass mir geglaubt wird. Also ich bin ein erwachsener Mensch, der das erlebt hat. Ich habe mehrfach darüber berichtet in mehreren Videos. Und es wäre mal schön, wenn das aufgegriffen wird und für möglich gehalten wird. Für mich ist es so, weil wenn mir geglaubt wird, dann fühle ich mich ernst genommen und dann fühle ich mich auch willkommen in der Welt der Menschen. Und wenn mir dieses, was ich so ehrlich berichte, nicht geglaubt wird oder das als lächerlich oder als Unfug abgetan wird, kann ich mich nicht erwünscht fühlen. Ich bin aber ein studierter Mann und ich habe dieses Erlebnis gehabt, ohne dass ich irgendwelche Medikamente, Drogen oder Alkohol genommen habe, sondern ich war absolut nüchtern. Und es ist sozusagen ein Zeichen für die ganze Welt, weil es der ganzen Welt zeigt, was geschehen kann. Ich habe noch mal lange darüber nachgedacht, wie die Menschen reagiert haben, die betroffen waren, deren Kopf verformt war, sich verformte. Und da ist eben auffällig, erstmal waren nicht alle betroffen, sondern ein Teil der Menschen, ein kleinerer Teil. Und es waren eigentlich alle sehr freundlich oder angenehm überrascht. Sie waren überrascht, haben die Situation hinterfragt, haben keine Antwort darauf gefunden, was vor sich geht, aber sie hatten auch keine Angst oder keine Sorge, sondern rückblickend würde ich sagen, sie waren sich ziemlich sicher, dass alles richtig ist, so wie es geschieht. Und wenn man das nochmal weiter betrachtet, dass es nur eine begrenzte Personenzahl gewesen ist, die das erlebt hat, das würde bedeuten, die meisten Menschen konnten das gar nicht sehen, gar nicht wahrnehmen. Das heißt, es ist auch etwas, geschieht auch etwas mit unseren Augen, mit unserer Sehfähigkeit. Und man könnte es auch noch so betrachten, es gibt quasi einen anderen Ort, einen anderen Standpunkt, von dem aus wir in diese Welt, unsere Welt hineinschauen. Und das, was wir dann sehen oder wahrnehmen, ist nicht haargenau das, was wir so wahrnehmen, so erleben, sondern es kann durchaus sein, dass wir etwas anderes sehen, dass es andere Formen gibt, dass sich Figuren verändern und ja, man kann es halt nicht nur akzeptieren und sich nicht erklären eigentlich. Und darum ist es wichtig, dass man es erzählen kann, davon berichten kann und dass man das Gefühl hat, dass einem geglaubt wird, dass es nicht als Unfug weggewischt wird, was ja die allermeisten machen. Und
Ich würde mich also freuen, wenn sich da mal etwas tut, jetzt nach mehreren Jahren, weil das nicht nur mich betrifft, sondern, das sage ich ja auch in dem ersten Teil, ich sehe es so, dass ich es stellvertretend für die gesamte Menschheit erlebe. Und es geht darum, dass ich die Kraft habe, zu dieser Wahrheit zu stehen und es mir nicht ausreden zu lassen oder mich nicht fertig machen zu lassen, sondern ich habe die Kraft dazu zu stehen und sage dieses mit aller Aufrichtigkeit heute noch genauso eindeutig und bestimmt und klar wie zum ersten Tag. Ja, das wollte ich nochmal sagen und ich wünsche es vielen anderen Menschen, dass sie das Gleiche oder Ähnliches erleben, damit wir weiterkommen, indem dass wir erkennen, wie ist die Welt, in der wir leben, was ist die Welt und wie umfangreich ist es, wie weitreichend. Ja, so dies ist der zweite Teil. Vielleicht mache ich nochmal einen dritten Teil, das weiß ich nicht, aber im Moment habe ich da nicht so die Lust zu. Dies wollte ich jetzt nochmal spontan sagen und ich wünsche allen einen schönen Tag und eine schöne Zeit und ciao, bis demnächst.